In diesem Video geht es um Elektrotechnik-Grundlagen, genauer um gemischte Schaltungen und noch genauer um die Berechnung ihrer Größen wie Ströme, Widerstände und Spannungen. In den meisten Aufgaben der Elektrotechnik sollen von diesem Wust an verzweigten Leitungen und Widerständen verschiedene Spannungen, Ströme oder Widerstände berechnet werden. In diesem Video werde ich eine grundsätzliche Strategie vorstellen, mit der man die Berechnungen vorbereiten und jede solche Schaltung knacken kann. Sie besteht aus folgenden 4 Schritten: Potentiale farblich markieren, Schaltkreis umzeichnen, Potentiallevel skizzieren und dann anfangen, die Ersatzwiderstände zu berechnen. Der erste Schritt ist also, die Potentiale farblich zu markieren. Das mache ich hier und starte mit Rot beim positiven Pol der Spannungsquelle und ende mit Blau beim negativsten Potential. An jedem Widerstand wird das Potential negativer und daher wähle ich eine immer kältere Farbe. Der zweite Schritt war, den Schaltkreis umzuzeichnen, und zwar von oben nach unten. Das ist eine Vorbereitung für die nächsten beiden Schritte und das sind folgende. Zum einen lässt sich jetzt ein Potentialdiagramm skizzieren. Die Sortierung der Potentiale ist eine visuelle Hilfe, um später die Teilspannungen zu berechnen. Denn der Abstand zwischen zwei beliebigen Linien, also zwischen zwei Potentialen, entspricht einer Spannung zwischen den beiden Leitungen. Zum anderen kann man in der von oben nach unten Darstellung des Stromkreises anhand der Farben kleinste Widerstandsgruppen als Reihen- oder als Parallelschaltung erkennen und zusammenfassen. Zum Beispiel haben die Widerstände 11 und 12 dieselbe Farbkombination orange-gelb, sind daher also parallel zueinander geschaltet. Kennt man noch ihre Widerstandswerte, kann man sofort den Ersatzwiderstand berechnen. Soweit die Strategie im Überblick. Wir probieren sie mal konkret aus, und zwar an folgender gemischter Schaltung. Man erkennt oben links eine Spannungsquelle. Eine weitere ist nicht vorhanden, die restlichen Bauteile sind ohmsche Widerstände. Der erste Schritt unserer Strategie ist die farbliche Markierung einzelner Leiterabschnitte. Präziser, die farbliche Kennzeichnung der Potentiale. Wer hiermit Schwierigkeiten hat, kann kurz im Video 12 Stromkreise zeichnen nachsehen. Das positive Potential wird umso negativer, je näher sich der Leitungsabschnitt am Minuspol befindet. Daher wechselt mit jedem Abschnitt auch die Farbe. Zwei verschiedene Farben markieren eine Potentialdifferenz vor und hinter einem Widerstand. Damit bedeutet eine Farbkombination an einem Widerstand eine Spannung, die an diesem Widerstand abfällt. Hier sind einige dieser Teilspannungen als blaue Pfeile eingezeichnet. Übrigens, Leitungen sind nur da miteinander verbunden, wo sich Knoten befinden. Wenn sie sich ohne schwarzen Punkt kreuzen, ist das wie zwei Drähte, die zufällig übereinander liegen, aber keine elektrische Verbindung zueinander haben. Der nächste Schritt wäre die Neuskizzierung des Schaltkreises. Man setzt dazu den Pluspol der Spannungsquelle oben an und begibt sich virtuell auf die Reise der positiven Ladungen auf ihrem Weg zum Minuspol ganz unten. Damit man sich besser orientieren kann, habe ich die Knotenpunkte nummeriert. Zum Beispiel teilt sich der Strom vom Pluspol kommend am Knoten Nummer 1 zum ersten Mal in 2 Teilströme auf. Verfolgt man den Teilstrom, der zum Knoten 2 fließt, nimmt ein Teil dieses Teilstroms den Weg zum Widerstand Nummer 3. Hinter dem Widerstand 3 ist das Potential etwas negativer, ich habe es mit hellgrün gekennzeichnet. Dieser Weg muss in beiden Zeichnungen derselbe sein. Der Strom muss in derselben Reihenfolge dieselben Knoten und Widerstände durchlaufen. Wenn man ein wenig Übung hat, wird man die Knotenkaskade wie 1, 2 und 3 zu möglichst wenig Knoten zusammenfassen. Das erhöht einfach den Überblick. Gleiches gilt für die Knoten 8, 9 und 10 am Minuspol. Die Farbe, also das Potential der Leitung, ändert sich dadurch nicht. Damit hat dieser eher ästhetische Eingriff keine Auswirkung auf die Ergebnisse. Aber er kann die Berechnungen vereinfachen. So, jetzt zum Schritt Nummer 3, dem Potentialdiagramm. Jeder Leitungsabschnitt hat ein unterschiedliches Potential, je nachdem, wie sehr er durch Widerstände vom Plus- oder vom Minuspol entfernt ist. Im obersten Leitungsnetz muss das Potential so positiv sein wie das des Pluspols. Im untersten ist es so negativ wie das des Minuspols der Spannungsquelle. In den Leitungsabschnitten dazwischen finden wir Potentiale, die Zwischenwerte annehmen. Aber liegen die Potenziale wirklich genau dort, wo ich sie jetzt hingezeichnet habe?
Das ist in diesem Anfangsstadium unserer Berechnung gar nicht so sicher. Aber es reicht, erstmal eine Annahme zu treffen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob das hellgrüne Potential wirklich positiver ist als das dunkelgrüne am Knoten 4 oder das lilane am Knoten 7. Man kann es manchmal anhand der Widerstände abschätzen, aber nicht immer. Diese Unsicherheit ist aber nicht weiter tragisch. Wenn man wirklich eine falsche Annahme gemacht haben sollte, dann merkt man das später in der Berechnung daran, dass die Spannung ein Minuszeichen erhält. Dann kann man das Potentialdiagramm immer noch anpassen. Wozu soll dieses Potentialdiagramm denn gut sein? Naja, mit ihm lassen sich die verschiedenen Teilspannungen überhaupt erst erkennen, zueinander in Beziehung setzen und dadurch auch berechnen. Zum Beispiel sind die Spannungen, die an den Widerständen 4, 5 und 6 abfallen, in der Summe genauso groß wie die an R3 abfallende Spannung. Fügt man noch die Spannung hinzu, die an der Parallelschaltung 10, 11 abfällt, wird klar, dass diese mit der Spannung U3 darüber die Gesamtspannung sein muss. Angenommen, jeder Widerstand in der Skizze habe einen Wert von 200 Ohm. Außerdem sei die Gesamtspannung bekannt. Zwischen dem roten Potential oben und dem blauen unten liegen 240 Volt. Dann führt uns der vierte Schritt zu allen anderen Werten, also zu den Spannungen und Strömen an und in den einzelnen Leitungsabschnitten. Dazu fasst man kleine Widerstandsgruppen zusammen und kombiniert diese dann nach und nach zu immer größeren Widerständen. Die Widerstände 1 und 2 haben dieselbe Farbkombination Rot-Grün, sind also parallel zueinander geschaltet. Daraus erhält man den Ersatzwiderstand R1,2 von 100 Ohm. Die Widerstände 4, 5 und 6 sind in Reihe geschaltet, sie ergeben zusammen 600 Ohm. R8 und R7 sind in Reihe und bilden 400 Ohm, sodass die Schaltung hier unten zwei Parallelschaltungen aufweist. Die beiden sind aber nicht noch parallel zueinander, was man daran erkennt, dass die Farbkombinationen lila-blau und hellgrün-blau unterschiedlich sind. Wir erhalten daher zwei getrennte Ersatzwiderstände R7812 von 133 Periode 3 Ohm bzw. R1011 von 100 Ohm. Bleibt nach oben rechts der Ersatzwiderstand für die Parallelschaltung R3 und R456. 200 Ohm links und 600 Ohm rechts ergeben parallel geschaltet nur noch 150 Ohm. Links reihen sich drei Widerstände aneinander, R12, R9 und R7812, die zusammen 433 Periode 3 Ohm ergeben. Parallel dazu befindet sich rechts eine Reihenschaltung mit insgesamt 250 Ohm. Die letzte Zusammenfassung ergibt schließlich einen Ersatzwiderstand von etwa 158,54 Ohm für die gesamte Schaltung. So, das war der vierte Schritt der Vorbereitung. Ab jetzt geht es mit der eigentlichen Berechnung von Strömen und Spannungen los. Wir kennen jetzt den Ersatzwiderstand RE. Außerdem ist ja die Gesamtspannung von 240 Volt gegeben. Aus Gesamtwiderstand und Gesamtspannung lässt sich nach dem Ohmschen Gesetz Uri der Gesamtstrom berechnen. 240 Volt durch 158,54 Ohm sind 1,514 Ampere. Ab jetzt geht man wieder schrittweise zurück in die Details der Schaltung und berechnet die einzelnen Teilströme und Teilspannungen. Dazu verwendet man bei jedem Schritt eine der 5 Grundregeln, die ich in den letzten Videos vorgestellt habe. Ich starte also die Rückwärtsreise und werde dabei die 5 Regeln anwenden. Da wächst die große Parallelschaltung. Der Strom I Gesamt verteilt sich auf 2 Zweige. Der Strom links, I links, lässt sich zum Beispiel mit der Stromteilerregel berechnen. I links verhält sich zu I Gesamt wie R Gesamt zu R links. Den rechten Strom kann man zur Abwechslung mal mit dem Ohmschen Gesetz berechnen. I rechts gleich U Gesamt durch U rechts. Das sind 240 Volt durch 250 Ohm. Noch einfacher geht es natürlich mit der Knotenregel. Wenn der linke Teil des Gesamtstroms 554 mA sind, dann muss der rechte Teilstrom aus den restlichen 960 mA bestehen. Teilt man weiter auf, lassen sich die zugehörigen Teilspannungen mit, aber auch ohne die Ströme ermitteln. Auf der rechten Seite ist U3 oder U456 ein Teil der Gesamtspannung. Sie ergibt sich aus der Spannungsteilerregel.
U456 verhält sich zu U-Gesamt genauso, wie sich die entsprechenden Widerstände zueinander verhalten. Bitte nur den Widerstand R rechts nehmen, denn die Spannungsteilerregel bezieht sich nur auf Reihenschaltungen, in diesem Fall die rechte. Die untere Spannung von 96 Volt lässt sich mit der Maschenregel berechnen. Die Spannungsteilerregel liefert die drei gleich großen Teilspannungen an R4, 5 und 6. So, ich kürze das Ganze mal ab und zeige meine restlichen Ergebnisse, nur für den Fall, dass jemand zum Üben weiterrechnen und seine Ergebnisse vergleichen will. Hier sind zum einen die Teilspannungen, ganz in Kornblumenblau gehalten. In Grau habe ich notiert, mit welcher Regel ich auf das jeweilige Ergebnis gekommen bin. Genauso sieht es bei den Teilströmen aus. Ich habe immer eine der 5 Regeln verwendet. Welche? Das hängt davon ab, ob man sich gerade eine Reihen- oder eine Parallelschaltung ansieht. Probiert es einfach mal aus. Und nun viel Spaß beim selber Knobeln.